Tag auch, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Heute machen wir eine richtig geniale Bacon Cheese Roll. Sowas von einfach, günstig und mega lecker. Also wenn ihr Bock darauf habt, bleibt einfach dran. Genau, wir machen heute eine richtig geile Bacon Cheese Roll. Das Rezept, das habe ich übrigens von meinem Kumpel Toddy. Der hat es wiederum von seinem Großonkel Stanislav. Der ist verschollen. Naja, wir vermissen dich, Junge. Also, wir machen weiter. Ich habe ja am Anfang gesagt, das wird eine günstige Geschichte. Und zwar tatsächlich eine günstige Geschichte, weil ich habe alles im Discounter gekauft. Fast alles, bis auf den Käse, den habe ich woanders gekauft, erzähle ich gleich was zu. Ich erzähle euch jetzt erstmal, wie wir das hier alles machen. Also als allererste brauchen wir mal hier so Weizenfladen. Ich habe mir hier Dürüms geholt, weil das sind die größten und Bigger, groß, Dürüm, passt. Ihr könnt natürlich auch die Wraps nehmen und so weiter, alles. Also irgendein, so wie ihr halt wollt, ne? Dann habe ich mir, ja, ich weiß, einige werden schreiben, oh, kein Fleisch aus dem Discounter, aber ich habe mir den Bacon auch aus dem Discounter mitgenommen. Das passt für mich schon. Dann habe ich hier so ein Creme Fraiche, habe ich mit Kräuter genommen. Ihr könnt allerdings auch saure Sahne nehmen, ist halt eine Geschmackssache. Dann einmal hier Frischkäsekräuter habe ich mitgenommen. Und hier 2 Zehen Knoblauch. Habe mir einfach mit meinem Grinder klein gehackt oder der Grinder hat es klein gemacht. Das brauchen wir auch, das gibt dem auch noch einen geilen Geschmack. Ein bisschen Salz, Pfeffer, einfach zum Würzen. Dann nehme ich hier den Roasted Maple Leaf, weil, ja, da ist ja auch noch Garlic drin, also Knoblauch. Und der macht dem halt auch noch so ein bisschen Geschmack. Noch ein bisschen mehr Knoblauchgeschmack, das passt also wirklich gut dazu. Und beim Käse, den habe ich nicht aus dem Discounter, weil den gibt es da nicht. Habe ich mir jetzt hier einen 500 Gramm Pack Cheddar geholt. Wir brauchen hiervon ungefähr 400 Gramm. Also ihr seht schon, das ist keine kalorienarme Geschichte hier, was wir hier machen. Also das haut schon ordentlich rein. Also so in normalen Packs einfach 2 Packs holen. Und ob ihr jetzt Cheddar nehmt, Gouda, Emmentaler oder was weiß ich, nehmt den, der euch am besten schmeckt. Ich stehe aktuell total auf Cheddar, deswegen ist hier heute Cheddar am Start. Ja, und wie gesagt, im Endeffekt ganz einfach. Wir rühren jetzt hier den Käse mit dem Frischkäse und mit dem Creme Fraiche und mit dem Knoblauch hier alles so ein bisschen zusammen. Dann ballern wir das hier auf den Dürüm drauf, rollen das Ding ein, wickeln das in Bacon ein und dann geht es ab auf, ja, wir machen das heute im Gasgrill, auf dem Gasgrill. Ich tippe mal so für 25, maximal 30 Minuten bei, 170 Grad. Würde ich jetzt mal einfach so ungefähr einregeln. Ist heute kalt, ich mache mal 170 Grad. Ja, und dann weiß ich noch nicht, eventuell hinterher noch mal 1-2 Minuten auf der Gussplatte ein bisschen anknuspern, je nachdem wie er aussieht. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen, sehen wir dann einfach später. So, und ich würde sagen, schnelle, einfache Geschichte, kommt ran, wir rühren an. Red sky, reach up for a soul so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Dark rain, my blood in your frozen veins. Dream high, no pain. Run fast in the broken chains.
Leute, direkt mal aufgeschnitten, das geile Ding. Boah, und das riecht und hat eine Konsistenz. Das ist der Oberhammer, ja. Und ich will jetzt auch gar nicht lange quatschen. Ich sag jetzt schon mal Danke, Toddy, beziehungsweise Onkel Stunny. Ist nur ein Witz, Leute, mit dem Stunny, ne? Ich hoffe, das habt ihr mitgekriegt. So, und jetzt das Glück ab in den Mund. Oh, ist ja geil. Ein bisschen heiß. Boah, der Knoblauch, der kommt geil. Der Käse und der Bacon und alles kommt geil. Boah, Leute, ist ja gut. Und so einfach. Ich habe ja jetzt am Ende noch auf Gussplatte so ein bisschen, noch ein bisschen mehr angeknuspert. Ich hätte mir auch die Ruhe antun können und sie einfach noch 10, 15 Minuten einfach indirekt liegen lassen oder so ein bisschen an die Flamme legen. Das kannst du da machen, wie du willst. Boah, aber das ist eine geile Geschichte. Da kannst du natürlich, da kannst du jetzt nicht so viel von essen. Das haut ganz schön rein. Na, will da einer mopsen? Will da einer mopsen? Ich sehe schon, komm, haut dir weg. So. Und, ja, Leute, was soll ich sagen? Das passt einfach. Das ist ein geiler Zwischengang, den du mal machen kannst. Oder Vorgang. Da isst jeder ein Stück, vielleicht anderthalb von und dann bist du auch durch. Also, ich esse vielleicht auch 2 davon. Boah. Boah, wirklich eine leckere, einfache, günstige Sache. Was sagst du? Ja. Boah, ist geil. Und ich muss sagen, ich habe ja nur eine halbe Stunde ungefähr da ziehen lassen, das ganze Ding. Ist lecker. Ich muss es mal einfach ausprobieren, wenn man es einen Tag ziehen lässt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es leckerer wird, oder? Ja. Nee, ne? Aber es schmeckt ja schon. Aber ich habe einen schönen runden Knoblauchgeschmack im Mund. Also da ist jetzt nicht, dass ich nur partiell irgendwie was hätte. Also wirklich, die halbe Stunde hat gereicht. Also von daher alles cool. So, ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Ich nehme das nämlich jetzt gleich mit rein. Ein Stück esse ich, glaube ich, noch hier draußen. Und, ne, wenn ihr das noch nie getan habt, abonniert noch meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Und ich baller hier noch so ein bisschen rein, ne? Das sieht aber auch schon geil aus, oder? Ja, aber ich gehe doch Du wärst dafür, gehen rein? So, geh doch. Nö, die bleiben. Ja. Aber ich glaube, die Kinder. Boah, da werden die Kinder auch drauf stehen. Das ist einfach nur Käse, geil. Welpen. Boah, ist ja lecker, ey. Richtig gut. So, das ist aber auch wirklich ganz schön frisch. So gehen wir gehen wirklich rein. Also, wir sehen uns. Tschüss, Chris. Digga! Dogs! Ah!